Hallo meine Lieben, wir sind schon bei Tag 12 meiner Weihnachtskarten-Challenge angelangt. Heute basteln wir mit diesem Stempelset hier. Und was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute basteln werden, habe ich euch hier quasi die Ergebnisse. Hier einerseits die Pinguine, die auf Kreisen, wo wir einen kreisintegrierten Grund schaffen werden mit Blenden, einem Label, und die andere Karte, die eher so ein bisschen interaktiv ist, wo man hier ein Rad hat, wo man dran drehen kann und dann drehen sich die Pinguine quasi damit mit. Die erste Karte, die wir machen werden, wird so eine, wo wir ein Rad haben und vorne Elemente, die sich dann drehen mit diesem Rad. Dazu brauchen wir erstmal eine Karte, die ist 24 cm x 12 cm und die habe ich gefalzt bei 12 cm. Dann habe ich eine Mattung, die ist 12 cm x 12 cm, so dass sie wirklich die untere Karte vollständig deckt. Dann brauchen wir eine Auflagekarte, die ist 11,5 cm x 11,5 cm. Dann, um dieses Drehelement zu machen, brauchen wir einerseits, für hinten habe ich so einen Kreis ausgestanzt, der ist 3,6 cm im Durchmesser. Dann habe ich einen größeren Kreis, das ist das Element, das man dann drehen wird, das ist 10,2 cm. Dann haben wir vorne auf der Karte, werden Pinguine dann draufgeklebt und das wird auch noch gestempelt. Da haben wir einen Durchmesser von 5,8 cm. Und dann brauche ich in dieser Auflegekarte ein Loch drin, damit ich dieses Drehelement von hinten dran kleben kann. Und das wird einen Durchmesser haben von 4,2 cm. Diese Elemente habe ich von einem Standset ausgestanzt oder zwei Standsets. Eines sind diese Kreise mit den Wellen und das andere sind ganz normale Kreise. Verwenden werden wir, wie gesagt, das Stempelset mit den Pinguinen. Aber bevor wir hier mit Stempeln anfangen und stanzen, werden wir zuerst das Ganze vorbereiten. Ich klebe erstmal die ganze Mattung drauf. Dann haben wir hier schon mal die Basiskarte. Dann brauche ich jeweils, hier werden wir ein Loch reinmachen, hier werden wir ein Loch reinmachen und hier. Und deshalb brauche ich bei all diesen Teilen brauche ich die Mitte. Jetzt werde ich als allererstes hier diesen Kreis ausstanzen. Dann nehme ich hier so eine weiche Unterlage, weil ich muss hier jeweils ein Loch reinmachen und das geht am einfachsten mit diesem Picking Tool. Weil dadurch muss jetzt eines von diesen Brads reinpassen. Das sind 4 mm kleine Klammern.
Das stoße ich jetzt von hinten durch den kleinen Kreis und dann noch durch diesen großen Kreis. Dann mache ich das auch schon fest. Einfach gucken, dass es nicht zu stark, dass ihr das nicht zu fest anmacht, damit ihr hier hinten wirklich noch drehen könnt. Weil dieses Element machen ihr auf die Karte und dann muss ich hier drehen können. Das machen wir jetzt auch gleich. Hier mache ich Dimensionals drauf, weil wir werden die auch mit einer Erhöhung aufbringen und die soll ja auf dieser Karte drauf liegen und deshalb bringen wir hier Dimensionals drauf. So, und jetzt bringe ich dieses Element gerade auf diese Karte drauf. Also möglichst von allen Rändern denselben Abstand. Jetzt seht ihr schon, nach hier kann man drehen. Jetzt, damit ich hier dann wirklich auch an dieses Drehelement drankomme, brauchen wir hier eine Einbuchtung. Und da habe ich so eine 2,5 mm Stanze und mache hier möglichst mittig einen Halbkreis rein. Dann habt ihr hier die Ausbuchtung, damit man drehen kann. Ich schneide das noch kurz ein bisschen ein. Und jetzt können wir diese Karte auf die Basiskarte draufkleben. Und ihr habt ja hier relativ wenig Platz. Das sind ja, sorry, diesen Weg rum. Das heißt, ich werde hier nur in den Ecken Dimensionals drauf geben und da habe ich so runde Dimensionals, die wunderbar dafür passen. Einfach gucken, dass der Kreis nicht dran kommt. Und dann bringt ihr diese Karte auch mittig da drauf. Und immer wieder prüfen, funktioniert das? Kann ich hier wirklich drehen? Jetzt merke ich, dass mir hier die Karte, es geht nicht so einfach zum Drehen und deshalb werde ich hier die Karte auch noch einstanzen. Das heißt, ich gehe unter den Halbkreis. So. Und dann habe ich hier wunderbar eine Einbuchtung, wo ich drehen kann. Und jetzt kommt dieser Kreis hier drauf und da mache ich das mit dem Flüssigkleber kurz. Nicht zu viel, dass ihr nicht hier unter die Karte läuft, weil die sollen ja nicht zusammenkleben. Wieder testen, funktioniert das? So, ich bin jetzt kurz darum und habe da immer wieder ein bisschen hin und her geschoben, damit es wirklich genug Spiel hat innen drin. Und jetzt brauchen wir noch einen Spruch. Was ihr machen könnt, ist effektiv Resteverwertung. Wir hatten vorhin einen Kreis ausgestanzt, dann könnt ihr den hier einfach wieder die Striche ausradieren, damit er wieder schön weiß ist. Ich mache jeweils, wenn ich ein Element habe,
wo ich keine Magnete mehr drauf machen kann, mache ich ein ganz kleines Stückchen von diesem Snail drauf. Das bringt mir dann wunderbar wieder von dieser Plastikmatte weg. Dann bleibt es aber da, wo ich das haben will. Dann bringen wir diesen Spruch hier mittig drauf. Und dann stemple ich mit der StarZone. Und dann können wir den schon hier drauf kleben. So, das wäre mal die Basis und jetzt brauchen wir noch unsere Pinguine. Ich weiß noch nicht, wie viele ich von diesen verwenden werde, deshalb stemple ich jetzt einfach mal, damit ich genug habe. Und die stemple ich mit der Memento, weil ich will die noch kolorieren. Und die stanze ich auch noch aus. Und bevor ich die jetzt koloriere, gucke ich, welche ich überhaupt brauchen werde. So, das werden meine 6 Pinguine sein, die ich verwenden werde. Und die werde ich jetzt noch kolorieren. Und welche Copics ich verwende, die schreibe ich euch oben rein. So, die Kleinen sind fertig koloriert und jetzt geht es darum, die noch aufzukleben auf diesem Rad. Und deshalb guckt, ne, ihr habt hier nicht allzu viel Platz, dass ihr wirklich nur den unteren Teil Kleber drauf gibt. Und damit der Hintergrund jetzt nicht ganz so blank ist, nehme ich hier von diesen weißen Schneeflocken und gebe die rundherum so auf die Karte drauf. Und aufkleben werde ich die mit diesen Klebepunkten. Das sind so Glue Dots. Und so sieht dann die fertige Karte aus, wo man hier auf der Seite dann die ganzen Pinguine drehen kann und in der Mitte dieser Spruch drauf ist. So, für die zweite Karte habe ich Folgendes. Ich habe natürlich die Basiskarte, die ist wie immer 21 cm x 14,8 cm und gefaltet bei 10,5 cm. Dann habe ich hier 3 Papiere, jetzt nicht mit einer spezifischen Größe, sondern einfach groß genug, damit ich dieses Element hier ausstanzen kann und das 3-mal. Weil wir werden 2 aufeinander kleben und eine brauchen wir, um zu blenden. Das heißt, wir werden hier den Hintergrund auch blenden. Dann natürlich die Pinguine, da werde ich einfach mal so viele wie möglich stempeln und ausstanzen, dann gucken, welche ich verwenden werde. Und als Sentiment werden wir hier dieses Happy Hugs and Mistletoe Kisses nehmen und das stanze ich dann noch mit diesem
Frame aus. Als erstes mache ich jetzt gleich das mit dem Ausstanzen hier mit der Big Shot. So, jetzt haben wir hier die 3 Schablonen. 2 davon legen wir beiseite, weil die kommen dann auf die Karte drauf. Und jetzt hatte ich mir gedacht, dass ich hier noch einen schönen Abschluss habe, könnte ich ja diese Rahmen nehmen und die Ränder gleichmäßig breit schneiden. Das mache ich jetzt kurz. So können wir dann diesen Rahmen effektiv hier als Hintergrund verwenden. Wie gesagt, 2 davon legen wir beiseite und das eine verwenden wir jetzt zum Blenden. Weil ich will den Hintergrund von dieser Karte, will ich, dass der so in einem Silber und in einem Rosa jeweils ist. Und dazu verwende ich dieses Blending Tool. Das sind so kleine Kissen, die man hier einfach drauf machen kann und das verwenden kann zum Blenden. Damit ich hier sicher sein kann, dass ich nicht über die Ränder drüber gehe, werde ich die noch abdecken. Dann nehme ich mir hier einfach einen Rahmen von vorhin, von diesen Schnitten und lege den ringsherum schön auf die Karte auf. So, und jetzt habe ich eine wunderbare Basis zum Blenden und genau das mache ich jetzt. Ich will immer, dass der untere Bereich so ein bisschen silbrig ist und dann der obere Bereich im Rosa drin ist. Jetzt bin ich mit dem Rosa durch. Ich habe aber gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, hier mit diesen kleinen Elementen zu arbeiten. Und deshalb werde ich das Silber, wo ich unten den Hügel machen werde, mit diesem Blending Tool machen. Das ist so ein Fingerhut, den man aufstecken kann und genau gleich auch blenden kann. Was ihr jetzt auch noch machen könnt, ist mit dem Jelly Pen und dem Wink of Stella hier noch ein bisschen Struktur zu geben. Das heißt, ich werde mit dem Wink of Stella hier so einen Hügel nachzeichnen, verschiedenen Formen. Und mit dem Jelly Pen werde ich kleine Schneeflocken machen. So, jetzt habt ihr sicher das Gefühl, das ist doch sehr dezent, aber ihr werdet merken, wenn wir jetzt diese Maske wegnehmen, dass das durchaus einen Effekt hat. Was wir jetzt machen, ist effektiv die beiden Karten oder die beiden vorgestanzten Elemente auf die Karte aufkleben und auch den Rahmen. Die ersten beiden Elemente habe ich satt aufgetragen und das zweite, weil ich da effektiv teilweise die Pinguine noch drunter legen will, das werde ich nicht ganz so satt auftragen. Das heißt, ich werde am Rand entlang gehen und den Rest werde ich nicht kleben.
So, und jetzt werde ich hingehen und wie bei der ersten Karte schon die Pinguine stanzen und dann auch gleich kolorieren und dann mal zurechtlegen, wie ich denke, dass ich die auf die Karte haben will. Wie ihr seht, habe ich auch gleich hier den Spruch schon gestempelt mit der Starzone Stempelfarbe und das auch eben mit diesem Stitched Viereck ausgestanzt. Das werde ich hier so in die Ecke platzieren und dann eben die Pinguine natürlich mit dem Memento, weil die werde ich jetzt noch kolorieren. Aber bevor ich koloriere, lege ich mir das jeweils zurecht, wie ich das so machen will. Und ihr seht, ich bin hier effektiv, wir haben ja zweimal diese Kreisausschnitte. Da bin ich durch die erste Ebene durch. Und teilweise werde ich sie drunter legen, teilweise drüber, um dem ein schönes Spiel zu geben. Ich habe die einfach so platziert, damit ich weiß, welche oder wie viele ich überhaupt kolorieren will oder muss oder darf, damit ich dann nicht Arbeit mache umsonst. Was ich jeweils auch mache, ist ich fotografiere mir das kurz, damit ich nachher noch weiß, wie ich das genau angeordnet habe. Und dann gehe ich auch schon hin und werde anfangen zu kolorieren. Die Copics werde ich euch natürlich wieder oben in die Links reinschreiben, welche ich verwendet habe. So, und jetzt, wo wir das alles koloriert haben, können wir die entsprechend mit einerseits, ich werde gleichzeitig mit Dimensionals und mit Flüssigkleber arbeiten, je nachdem, wo ich die platziere. Zuerst das Label, ne? Da kommen garantiert Dimensionals drauf. So, und jetzt hätte ich hier oben gerne noch so 3 Sterne, um das abzuschließen. Und da arbeite ich hier so mit einem Paillette oder Strasssteinkleber und diesem Picking Tool. Das ist so ein Gummi, mit dem man Sachen sehr gut aufnehmen kann. So, und fertig ist unsere zweite Karte. Ich hoffe, euch haben die beiden Ideen gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch unten auf die Glocke und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!